Veganismus, Veganismus. Was ist Veganismus? Habt ihr eine Idee? Ich frage einfach mal ein paar Leute. Also, was ist Veganismus? Leben ohne ein Leid der Tiere herbeizuführen. Der bewusste Verzicht auf tierische Produkte zur Vermeidung von Tierleid und zum Schutz der Umwelt. Lifestyle-Trend, der neue Vegetarismus, Ernährungsphilosophie, keine tierischen Produkte essen. Ehrlicher Veganismus schließt für mich nicht nur die Ernährung ein, sondern auch Kleidung, Alltagsgegenstände, Medizin. Immer erstmal meine Kritik an den herrschenden Verhältnissen und der Ausbeutung von Mensch und Tier. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Was ist Veganismus? Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise. Der Veganismus strebt danach, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren für Ernährung, Kleidung oder andere Zwecke auszuschließen, so weit wie möglich und praktikabel. Der Veganismus fördert die Entwicklung und Verwendung tierfreier Alternativen zum Nutzen von Tieren, Menschen und der Umwelt. In Bezug auf die Ernährung bedeutet das den Verzicht auf alle Produkte, die ganz oder teilweise von Tieren stammen. Ich grüße euch. Gefällt euch diese Definition der Vegan Society? Ich finde sie großartig. Sie ist ein sehr guter Ausgangspunkt. Wenn jede Person, die über Veganismus spricht, diese Definition kennen und anwenden würde, wir könnten sehr viele Vorwürfe und Missverständnisse vermeiden. Zentral ist Folgendes: Der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, eine Einstellung, die das Handeln im Alltag anleitet, eine Norm, nach der wir uns richten können. Wir haben das Prinzip Ablehnung von Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Verhaltensweisen für Ernährung, Wissenschaft, Jagd, Sport, Kleidung, Unterhaltung und so weiter. Ich lese aus der Definition 5 Stärken heraus. Nummer 1. Veganismus als Lebensweise. Die Ernährung ist wichtig im Veganismus, aber Veganismus ist eben mehr als nur eine Ernährungsweise. Als Ernährung reiht sich vegan nicht ein neben Paleo, Detox, Slow Food, Low Carb und so weiter. Es geht bei vegan nicht darum, was natürlich ist oder was gesund ist oder was irgendwelche Menschen vor 10.000 Jahren gegessen haben. Der Fokus liegt nicht auf uns, sondern auf den Tieren. Es geht um eine ethische Maxime. Wenn wir Veganismus auf eine Ernährung reduzieren, dann entkernen wir den Veganismus und geben seinen grundlegenden Anspruch auf. Wir begeben uns dann auch in so ein liberales Freiheitsverständnis, wo es dann heißt, Essen ist Privatsache. Denn wer hat sich schon in Essen einzumischen? Wir sind dann in so einem bestimmten Diskurs gefangen, wo wir eigentlich nur noch den Teller vor uns sehen und nicht mehr die Umstände, nicht mehr die Art und Weise, wie das Essen vor uns produziert wird. Der Veganismus verlangt von uns, wortwörtlich über den Tellerrand hinauszuschauen, hinein in die Gehege, Käfige, Schlachtanlagen, Ställe und Laboratorien. Beim Veganismus geht es grundsätzlich um die Frage, welches Verhältnis wir zu Tieren haben. Die Ernährung ist ein Aspekt davon, aber es gibt, wie schon erwähnt, eben auch noch die Jagd oder Sport oder Unterhaltung oder Bekleidung oder Wissenschaft. Und das eine hat nicht immer zwangsläufig was mit dem anderen zu tun. Stellen wir uns mal vor, dass jemand darauf angewiesen ist, Fleisch zu essen. Warum auch immer. Warum sollte das ein ethischer Freifahrtschein sein dafür, dass diese Person in Zoos und Zirkusse geht, an Tieren forscht oder Wolle und Leder trägt? Das grundsätzliche Anliegen des Veganismus ist damit ja nicht aus der Welt geschafft, dass es vielleicht in einem Bereich, warum auch immer, nicht funktioniert. Der Veganismus greift mit vielen Tentakeln um sich. Und wenn ein Tentakel schwächelt, dann haben die anderen Tentakel immer noch genug Saugkraft. Nummer 2. Veganismus als Ideal. Gemäß der Definition ist der Veganismus ein Ideal, an dem wir uns orientieren. Keine tierlichen Produkte zu konsumieren oder Produkte abzulehnen, in deren Herstellung Tiere vorsätzlich zu Schaden kommen, das ist nur die Übersetzung des Prinzips in den Alltag. Die Ablehnung tierlicher Produkte ist kein Selbstzweck. Es geht darum, keinem Tier vorsätzlich zu schaden. Gebrauchte Ledergürtel zu tragen oder ein verendetes Reh im Wald zu essen, das ist ethisch durchaus damit vereinbar. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass wir 100% vegan leben können. Wie ist das möglich? Naja, indem wir uns einfach an dem Ideal orientieren. Ich kann mich auf dieses Ideal zu 100% berufen. Wie ich das dann im Alltag umsetzen kann, das ist wieder eine andere Frage. Und das ist eine Verwechslung, die ich immer wieder erlebe.
Auf der einen Seite das Prinzip und auf der einen Seite die Umsetzung. Die meisten Menschen kritisieren den Veganismus auf der Grundlage seiner Umsetzung und nicht auf Grundlage seines Prinzips. Da kommen dann auch manchmal so fragwürdige logische Schlüsse zustande wie: Gestern bin ich beim Joggen auf einen Käfer getreten, also ist ja sowieso alles egal. Dann kann ich auch Schweine, Rinder und Hühner mästen und schlachten. Das ist von der Logik her ungefähr so überzeugend wie: Ich habe gestern in der Straßenbahn jemanden angerempelt, also ist es ja wohl okay, ab jetzt vorsätzlich gewalttätig zu sein. Patrick, übernimm du mal kurz. Natürlich kann man beim Gehen auf der Straße leider auch auf Insekten treten. Genauso ist es uns Menschen aber auch nicht möglich, so zu leben, dass nirgendwo tödliche Unfälle verursacht werden. Aber die Folge daraus ist ja nicht, dass man überhaupt nicht erst versuchen sollte, Unfälle zu vermeiden oder dass man deshalb beliebig töten kann. Da sind wir dann aber wieder beim Zynismus. Wir machen uns als Gesellschaft abhängig von der Nutzung von Tieren und deren Produkten und Körpern. Wir ignorieren die Definition des Veganismus, aber werfen dann Veganer und Veganerinnen vor, dass es angeblich nicht möglich ist, zu 100% vegan zu leben. Ich lese das auch gesellschaftskritisch. Schaffen wir eine Gesellschaft, in der es möglich ist, ohne die Instrumentalisierung von Tieren auszukommen und so weit wie möglich nach diesem Ideal zu leben, in der Praxis. So weit wie möglich, damit kommen wir zu Punkt 3, die Flexibilität. Die Definition berücksichtigt unterschiedliche Möglichkeiten unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen. Manchmal heißt es ja, wer finanziell schwächer gestellt ist, der kann sich nicht leisten, vegan zu leben. Auch wenn das mit der teuren veganen Lebensweise weitgehend ein Märchen ist, nehmen wir mal an, das stimmt. Dann kann ich ja immer noch vegan leben, wenn ich mich denn nur darum bemühe. Also wenn ich versuche, das Ideal in der Praxis anzuwenden. Wenn ich zum Beispiel nicht die Zeit habe, mich über alternative Produkte zu informieren und wenn ich nicht die Finanzen habe, um mir Tofu zu kaufen oder Hafermilch oder was auch immer, dann heißt das ja nicht, dass ich deswegen Lederprodukte kaufen muss oder dass ich deswegen in den Zoo gehen muss oder mir eine Wollmütze kaufen muss oder so etwas. Und auch hier kommt wieder die Gesellschaftskritik zum Tragen. Machen wir es den Menschen so einfach wie möglich, das vegane Ideal in der Praxis zu leben, indem wir das Angebot schaffen und die materiellen und finanziellen Voraussetzungen, dass Menschen vegan leben können. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 4 angekommen, der Selbstaufgabe. Veganismus ist keine Selbstaufgabe. Es geht nicht um Aufopferung und Selbstkasteiung und solche Sachen. Man darf sich da in der Rechnung selbst nicht rausnehmen. Veganismus bedeutet eben nicht, sich selbst zu schaden, um anderen zu helfen. Vielleicht kennt ihr ja diesen Witz: Ein Vegetarier und eine Veganerin stehen auf dem Hochhaus und springen runter. Wer gewinnt? Die Gesellschaft. Ich würde eher sagen, wenn ein Veganer oder eine Veganerin leidet unter der veganen Lebensweise, dann ist damit überhaupt niemandem geholfen. Deshalb finde ich es grundsätzlich vertretbar, auf Medikamente oder auf Impfungen zurückzugreifen, die an Tieren getestet wurden, solange es keine tierversuchsfreien Alternativen gibt. Und wenn ich mit dem Flugzeug über den Anden abstürze und es nur Pelzmäntel und Dosenwurst zum Überleben gibt, dann ist das mit dem Veganismus durchaus vereinbar. Aber wir führen nun mal keinen Überlebenskampf in den Bergen oder im Dschungel. Diese Verweise auf Inuit oder Naturvölker, ob die vegan leben, sich vegan ernähren können oder was auch immer, finde ich irrelevant, hat für uns überhaupt gar keine Bedeutung. Wichtiger wäre es, den Besen vor der eigenen Haustür zu schwingen. Damit sind wir bei Punkt Nummer 5. Der Fokus des Veganismus liegt auf der Tierethik, aber umfasst auch das Wohl von Mensch und Natur. Der Veganismus lässt sich nur tierethisch wirklich begründen. Gesundheitlich spricht nichts dagegen, einmal im Monat ein Ei zu essen. Menschenrechtlich spricht nichts dagegen, Rinder mit Soja aus Europa zu füttern. Und auch ökologisch spricht nichts dagegen, Kühe auf einer Wiese zu halten. Alle diese Punkte haben etwas mit dem Veganismus zu tun, aber der Veganismus ist nicht die Lösung für alle Probleme dieser Welt. Das wäre auch ziemlich vermessen und ziemlich viel verlangt. Der Veganismus löst jedoch das Problem, wie wir mit Tieren umgehen, und er liefert tiefe Einsichten und Anregungen für Menschenrechtsprobleme, Klimaprobleme, Umweltprobleme und Gesundheitsprobleme. Und ein abschließender Gedanke: Vielleicht ist es ja nicht so wichtig, was der Veganismus für uns tun kann, sondern was wir für den Veganismus tun können. Fassen wir zusammen: Der Veganismus ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern eine Lebensweise und Lebenseinstellung. Ernährung ist wichtig, aber ebenso wichtig sind Bekleidung, Jagd, Wissenschaft, Unterhaltung und Sport. Zwar steht der tierethische Aspekt im Vordergrund, aber der Veganismus ist auch wichtig für die Umwelt, für die Klimakrise, für Menschenrechte und für die Gesundheit.
Dabei geht es nicht um Reinheit und tadelloses Verhalten, sondern um ein Ideal, dem wir uns annähern sollen. Der Veganismus besitzt genug Flexibilität dafür und erfordert keine Selbstaufgabe von uns. Was denkt ihr über die Veganismusdefinition? Und was denkt ihr über die Stärken? Habe ich einen Punkt vergessen? Und was denkt ihr, was die Schwächen sind oder wo es vielleicht Probleme geben könnte mit der Definition? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Den Weg zum Veganismus können wir nur gemeinsam finden. Ich bedanke mich bei allen, die mir ihre Definitionen von Veganismus geschickt haben. Ich habe viel davon gelernt und bin auch gespannt auf den weiteren Austausch zum Thema Veganismus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, den Veganismus voranzubringen und dass wir den Tierkonsum überwinden müssen.